Prachthandschriften auf Instagram. Eine Faksimile-Challenge befeuert die Liebe zum Mittelalter. Nicht ganz so einfach, Menschen fürs Mittelalter zu begeistern. Aber der Weg ins pralle Leben des 13., 14., 15. Jahrhunderts kann auch überraschend kurz sein. Das beweisen jetzt zwei traditionsreiche Mittelalterverlage. Julie Metzdorf. Wie haben sich die Menschen im Mittelalter begrüßt? War mittelalterliche Landwirtschaft nachhaltig? Wie kurz durfte der Rock der Bäuerin bei der Feldarbeit sein? Eigentlich produziert und verkauft der Verlag Müller und Schindler Faksimiles, also originalgetreue Reproduktionen mittelalterlicher Handschriften. Soll heißen, dass da zum Beispiel das Gebetbuch mit einer Miniatur einer Maria einfach abfotografiert und neu ausgedruckt wird. Bücher also hochwertig und handfest. Jetzt geht der Verlag neue Wege. Über Instagram, YouTube, TikTok und eine Website sollen die Begeisterung und das Fachwissen der Mitarbeiter auch digital vermittelt werden. Unter dem Schlagwort Medieval Art Stories werden Fragen, Geschichten und Ereignisse rund ums Mittelalter erklärt. Je nach Kanal, mal mit einer Infotafel, einem Mini-Video oder einem längeren Erklärfilm, aber immer ausgehend von einem Objekt, zum Beispiel einer Miniatur oder einem Fresko. Dieses Bild ist Teil eines Fresko-Ensembles aus einem Pfarrhof in der Obersteiermark. Es ist ein verklärender Blick auf die Holzbringung der Zeit und trotzdem sehr erschreckend. Bis auf wenige Bäume sind die Hänge komplett kahlgeschlagen. Klar müssen Faksimile-Verlage wie Müller und Schindler aus Simbach am Inn als Unternehmen am Markt funktionieren. Doch ihr Nischenprodukt wird eben nicht nur von Liebhabern gekauft. Auch Bibliotheken, Wissenschaftler und Ausstellungsmacher wissen die hochwertigen Kopien zu schätzen. Kann man mit ihnen doch auf sinnliche Art Wissen weitergeben und das Original dabei gleichzeitig schonen. Faksimile-Verlage verstehen sich deshalb ohnehin als Kulturvermittler. Verlegerin Charlotte Kramer. Es geht mir natürlich auch darum, einfach die Inhalte zu vermitteln an Leute, die vielleicht noch nie mit diesem Thema, also sei es jetzt mittelalterliche Kunst oder sei es jetzt auch Faksimile, in Berührung gekommen sind, um ihnen einfach nahezubringen, wie faszinierend, wie großartig diese Welt eigentlich ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass über eine sehr, sehr lange Zeit, also wir sprechen da wirklich von über 1000 Jahren, die Kunst sich zwischen den Buchdeckeln gehalten und eigentlich auch abgespielt hat. In keinem anderen Medium ist sie so erhalten wie zwischen den Buchdeckeln und in den Miniaturen mit diesen frischen Farben. Abzurufen sind die Videos auf einer eigenen Webseite und auf YouTube. Auch auf Social-Media-Kanälen ist der Verlag unterwegs. Da ist dann etwa auf Instagram eine ganze Reihe von mittelalterlichen Darstellungen von Tauben zu sehen. Von der Taube mit dem Olivenzweig, die Noah das nahe Land ankündigte, bis zum Symbol für den Heiligen Geist machen die Bilder deutlich, dass die heute als Ratten der Lüfte verschrienen Vögel in früherer Zeit ein ganz anderes Image hatten. Nur, warum sich diese Wahrnehmung so gewandelt hat, davon ist auf Instagram nichts zu lesen. Denn klar, Social-Media-Kanäle sind eigentlich keine Foren für pädagogische Angebote. Hier kann man allenfalls Häppchen anbieten. Das bietet uns natürlich einen sehr engen Rahmen, aber wie gesagt, es soll ja auch kein hochwissenschaftlicher Zugang sein. Es ist einfach ein Plus, ja, das wir bieten wollen und können und sollen, denke ich, weil es uns eben die Chance bietet, einen völlig neuen Weg, ein bisschen weg, fernab von diesem, ja, ich will das nicht sagen, verstaubten Image des Mittelalters, aber teilweise vielleicht haben manche noch den Eindruck, dass es so sein könnte, einfach wegzukommen und zu sagen, nein, es gibt viele spannende, ganz tolle Dinge, die man einfach auch in einer frischen und angenehmen Art und Weise übermitteln kann, sodass sie einfach zugänglicher sind. Mit der Auswahl der Themen versuchen die Macher an aktuelle Fragen anzuknüpfen, wie etwa Nachhaltigkeit, Kleidung oder auch Lebensmittelkontrolle. Und das Spannende ist, dass da oben ein großes Brot, die Form von großes Brot ist, hier unten sind die Brote kleiner. Das hat den Grund, dass die Brote immer gleich gekostet haben. Der Preis war festgesetzt. Da mussten sich die Bäcker dran halten und es wurde, je nachdem, ob es ein gutes oder schlechtes Erntejahr war, wurden die Brote eben kleiner oder größer. Tatsächlich auch kontrolliert, ne? Das ist und ja auch kontrolliert, das, genau. Hier haben wir die Hungerjahre, da gab es nur ganz kleine Brötchen. Dass ein aufs Mittelalter spezialisierter Verlag im Netz agiert, ist übrigens gar nicht so abwegig. Bei der Herstellung eines Faksimiles kommen viele auf den ersten Blick vielleicht recht gegensätzliche Dinge zusammen. Das sind einerseits das jahrhundertealte Buch und das Fachwissen rund um die Inhalte.
Da sind aber auch die Hightech-Kameras, Bildbearbeitungsprogramme und modernste Druckanlagen zur Reproduktion dieser Bücher. Und da ist neben dem Digitalen und Technischen auch das Handwerk, wenn Ledereinbände geprägt und Buchschließen händisch angefertigt werden. Denn bei einem Faksimile geht es immer auch um das Buch als Objekt. Mittelalter und digitale Welt treffen im Verlag Müller und Schindler also ohnehin täglich aufeinander. Was die Internetnutzer davon halten, wenn sie online plötzlich über eine Buchmalerei stolpern, bleibt abzuwarten. Aktuell sind die Followerzahlen eher mau. Aber das macht nichts, denn eines haben die Mittelalterexperten dem gemeinen User auf jeden Fall voraus. Sie haben berufsbedingt einen ziemlich langen Atem. Der niederbayerische Verlag Müller und Schindler will Lust aufs Mittelalter machen. Das war's aus der Kulturwelt für diese Woche. Nächste Ausgabe, Sonntagmittag, 11:55.